Servus und willkommen zu diesem leider sehr verspäteten Unboxing dank Samsung und DHL, die beide einfach nicht abgeliefert haben. Ich hoffe, dass zumindest das Smartphone, was jetzt hier drin ist, abliefert. Und zwar geht's, habe ich ja schon angeteasert, um das Samsung Galaxy Z Fold 8. Und zwar nicht die Ultra-Version, sondern das normale 8er, was eigentlich nicht so der richtige direkte Nachfolger vom Z Fold 7 ist, sondern das ist eigentlich eine komplett neue Kategorie, so in Richtung Apple iPhone Ultra oder iPhone Fold, je nachdem, wie es dann final heißen wird. Und der Formfaktor ist im Innendisplay der gleiche wie bei meinem Galaxy Z Trifold, nämlich 4:3. Also sprich das Format hier. Ja, also das erwartet uns vom Format, von der Größe natürlich nicht, um Gottes Willen. Aber ich werde es auf jeden Fall auch in dem Video mal kurz so von der Größe her vergleichen zum Fold 8 und auch dem Vivo X Fold 6 übrigens, was ja so diesen Standard quadratischen Formfaktor hat. Also so wie man es halt bei den Foldables kennt. Auch das Frontdisplay ist beim Fold 8 natürlich ganz anders. Wir haben da ein 5,5 Zoll Display dann an Bord und das ist sehr quadratisch gehalten. Ich bin wirklich gespannt. Erinnert mich so ein bisschen an die Blackberries früher, zumindest so vom optischen. Ich habe ja hier schon einige Hüllen auch mit gekauft. Die zeige ich euch auch mal noch ganz kurz und da hatte ich schon so ein bisschen Eindruck, wie wird es wohl sein mit so einem Gerät. Also sehr kurz und sehr breit. Ich bin auf jeden Fall ultra gespannt, wie es jetzt dann in live sein wird. Von daher würde ich sagen, wir fangen an. Los geht's. Ja, erwartungskonform kam das Paket natürlich wieder von Kühne und Nagel und ja, lag dann eben noch bei DHL rum, bis die es endlich mal ausgeliefert haben. Von daher bin ich jetzt sehr gespannt. Wir fangen mal an. Das funktioniert auf jeden Fall schon mal. Ich habe auch nichts erwischt. Und da ist es schon mal in dieser typischen Samsung-Verpackung. So. Dann reißen wir das hier mal noch auf. Willkommen bei deinem neuen Galaxy Smartphone. Da machen sie natürlich noch Werbung für Samsung Care Plus. Das habe ich jetzt nicht abgeschlossen. Und das ist dann im Endeffekt die Verpackung vom Galaxy Z Fold 8. So viel dazu. Und wir packen das Ganze jetzt natürlich mal aus. Ganz kurz noch, wir haben hier auch 4 Farbvarianten zur Verfügung. Einmal Lavender, Cream, Pistachio oder Pistazie quasi auf Deutsch und Graphit. Ich habe hier ja, Basic Graphit quasi genommen mit 12 GB RAM und 512 GB Arbeitsspeicher. Ihr habt aber auch die Variante mit 256 GB Speicher mit 512, was ich habe, und 1 Terabyte. Die sind verfügbar. Ja, und wie gesagt, wir haben 5,5 Zoll Außendisplay, ein 7,6 Zoll Innendisplay, alle beide mit 120 Hertz und natürlich AMOLED, also typisch Samsung. Bei den Kameras bin ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht. Und zwar haben wir da 50 Megapixel ultraweit und eine 50 Megapixel Hauptkamera. Und ich muss sagen, ja, ich hätte mir halt lieber, und das weiß ich schon, bevor ich es jetzt überhaupt auspacke, ich hätte mir halt lieber gewünscht, dass es eine 50 Megapixel Weitwinkelkamera wird und halt eine dreifach optischer Zoom. Ich nutze es tatsächlich auch bei meinem Trifold relativ oft. Die Ultraweit eigentlich fast gar nicht, von daher wäre mir das lieber gewesen. Und übrigens das allererste Samsung Smartphone mit Silizium-Carbon-Akku. Ja, Zeit ist es irgendwie geworden, muss ich ehrlich sagen. Und haltet euch fest, Samsung hat die Ladegeschwindigkeiten angehoben. 45 Watt kabelgebunden und 20 Watt Wireless Charging. Ja, ich bin absolut begeistert. Da kann natürlich, Achtung Ironie, so ein Vivo X Fold 6 nicht mithalten. Ja, gut. Samsung DeX ist aber mit an Bord, finde ich cool. Das werde ich auch mal gegen das Vivo
Desktop-System antreten lassen. Das habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert. Ist auf jeden Fall sehr spannend. Wir haben One UI 9 mit an Bord, also Android 17. Bedeutet dann auch im Umkehrschluss, wir kriegen Updates bis Android 24 garantiert und natürlich mal wieder keinen S-Pen. Ja. Kann man angeblich bei so dünnen Geräten nicht machen. Andere Hersteller können es auch. Ich sage nur Honor. Aber ja, gut. Sei es drum, ich habe ihn immer nicht ganz so oft gebraucht. Und ich würde sagen, genug geredet. Wir gehen in den Top-Down und schauen uns mal das Gerät an. Ja, hier haben wir Samsung-typisch wieder die Pull-Tabs. Das heißt, ich kann mein Messer getrost weglassen. Und wir ziehen die mal auf. Das geht wieder einwandfrei. Dann lassen wir das Ding mal wieder rausfallen. Das geht auch einwandfrei. Hier sehen wir schon die Farbe. Also ich muss sagen, das matte Finish gefällt mir sehr, sehr gut schon. Und hier oben haben wir natürlich wieder das massige Zubehör mit am Start. Ja, das ist halt einfach mal wieder, ja, was soll man dazu sagen? Eigentlich brauche ich es gar nicht zeigen. Freunde, es ist ein USB-C-Kabel auf USB-C, ein Pogo-Pin und Papierkram, den keiner entschließt und braucht. Von daher, ja, so ist es. Dann, ganz wichtig natürlich für uns, der Inhalt hier unten. Und der ist auch ordentlich was wert. Also lässt sich Samsung gut bezahlen mit über 2000 Euro, was absolut unverschämt ist. Zahlt auf gar keinen Fall den Standardpreis. Die Preise werden Samsung typisch eh wieder schnell fallen. Es gab ja auch gute Angebote zum Marktstart und die werden auch weiter fallen. Also von daher, ja, dann holen wir das Teil hier mal raus und ziehen mal die Folie ab. So. So sieht das Ganze aus. Man sieht nicht viel, außer die noch nie geknickte Crease, die natürlich jetzt eigentlich nicht sichtbar ist. Ich sag's euch, wie es ist, wenn ich die jetzt hier direkt ins Licht halte oder mal hier vorne, ist es minimal. Ja, aber das wird sich natürlich noch ändern. Ja, ich meine, wenn man das öfter knickt, dann sieht man das auch mehr. Hier den Sticker noch ab, dann seht ihr auch mal hier die Farbe in voller Pracht. Also ich muss sagen, wirklich, dieses matte Finish, geil. Sehr geil. So, wir ziehen mal noch die Folie des Frontdisplays ab. Damit wäre das auch erledigt. Ich zeige es euch hier vorne mal nochmal. Noch nicht drauf getatscht. Jetzt haben wir drauf getatscht. Und ja, es ist natürlich ein Gloss-Display. Und ich werde auch wieder Folien drauf machen. Und zwar auf beide Displays. Auch auf das hier. Und ich habe die auch schon lange da. Sowohl fürs Frontdisplay als auch fürs Hauptdisplay. Beziehungsweise, ja, da ist auch noch fürs Frontdisplay zusätzlich eine dabei. Ich habe es einfach nur später bestellt. Aber ja, das sieht auf jeden Fall super interessant aus. Also größentechnisch schon ungewohnt. Also wirklich ungewohnt, wenn ich das jetzt so halte. Ja, sehr klein. Ja, ich hätte, ne, ich zeig's dann. Ich hätte jetzt echt Lust, gerade schon mein Trifold mit reinzupacken. Aber wir machen jetzt erstmal die erste Faltung hier. Und zwar falten wir das Ganze jetzt hier mal zu. Ja. Und es ist natürlich immer ein cooles Gefühl, muss ich ehrlich sagen, das erste Zufalten. Es geht dann so smooth noch und alles. Bei meinem Trifold auch. Ist ja von der Hinge-Technik übrigens ähnlich wie beim Trifold. Ihr habt jetzt nicht mehr die Möglichkeit, das hier in jeder Position aufzuklappen, weil es dann einfach nicht mehr hält ab. Ich sag mal, ja, knapp unter 90 Grad sogar wahrscheinlich. Ja, wenn man das da ein bisschen stehen lässt, dann wird es wahrscheinlich aufklappen oder ein wenig rumwackelt. Ja, okay. Aber das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Ja, auch so. Ich habe meinen Trifold auch gern mal in der Position hier, also so wie eine Art Blatt, Papier oder Buch, wie auch immer. Aber ja, doch, ist es schon. Ja. Ja, nicht, dass ich schon kaputt mache vom ersten Einschalten. Aber fühlt sich gut an. Schaut auch echt edel aus. Ist halt, wenn ihr das anschaut, super dünn. Ja, ich meine, da brauchen wir nicht reden. Das ist schon der Wahnsinn.
Aber ich denke, ja, die eine Seite vom Trifold ist sogar noch dünner, aber eine Seite hilft mir nicht. Die sind ja unterschiedlich dick beim Galaxy Trifold. Und wir schalten das jetzt mal kurz an. Na, passiert nichts. Jetzt. Das habe ich immer mal wieder komischerweise bei Smartphones, dass das erste Mal drücken nicht funktioniert. Da muss man nochmal drücken, dass es angeht. So schaut das Ganze dann aus. Wir haben schon die ersten Finger-Toucher vorne mit drauf. Perfekt. Na, so schaut es dann zusammengefalten aus. Also das Format ist schon irgendwie cool. Also ich muss sagen, erinnert mich echt ultra an BlackBerry. Ich habe damals das Bold gehabt und das Priv. Das Priv fand ich halt richtig cool, weil es konnte man dann hochschieben und die Tastatur war versteckt. Aber ja, also das macht einen super Eindruck. Displayqualität da vorne natürlich wieder super gestochen scharf. Samsung typisch. Also gefällt mir richtig, richtig gut. Bevor ich aber jetzt schnell den Vergleich mache zwischen dem Vivo X Fold 6 und dem Galaxy Trifold, zeige ich euch mal noch ganz kurz meine 5 Hüllen mittlerweile, die ich schon vorbestellt hatte und wie die da ausschauen an dem Gerät. Die einen sind so ein bisschen ausgefallener, die anderen eher so schlicht und ja, die eine Hülle ist halt so das Typische, was ich eigentlich immer nutze. Und dann, wie gesagt, noch der Vergleich zwischen den beiden Geräten, die ich schon hatte, X Fold 6 und Trifold. Ja, ganz kurz vorweg, ich habe hier ein MagSafe und das Ding hält natürlich nicht. Wir haben mal wieder kein MagSafe an Bord. Finde ich sehr schade. Ich kaufe zumindest bis auf die eine hier jetzt eigentlich immer alles schon mit MagSafe. Ich würde sagen, wir fangen auch gleich mal mit der hier an. Dann sehen wir mal, wie die so ist. Das ist eigentlich so eine Hülle, die Samsung typischerweise teilweise auch schon verkauft hatte. Mit so einem Halteteil hier hinten dran. Fand ich eigentlich optisch ganz cool, muss ich sagen. Und fässt sich auch echt gut an. Ist für Linkshänder, weiß ich jetzt gar nicht so. Ja, na, spannt schon arg. Also eher für Rechtshänder gedacht. Die Hülle finde ich aber trotzdem ganz geil. Macht auf jeden Fall auch eine gute Figur. Und ihr habt übrigens bei jeder Hülle, die zeige ich aber nicht alle, eben diesen Front Bumper noch mit dabei. Den könnt ihr auch noch hiermit heranklipsen. Dann ist halt eben euer Frontscreen auch noch mal ein bisschen geschützt. In dem Fall, da ist dann auch so ein Klebestreifen mit dran, doppelseitiges Klebeband, damit es auch besser hält. Sieht halt dann so aus, aufgeklappt dann so. So, als zweites habe ich mir dann mal so eine klare Hülle, so ein Clear Case gekauft, wo man einfach so ein bisschen die Farbe von dem Smartphone noch durchsieht. Dieses Grau finde ich ehrlich gesagt auch cool und ihr seht es auch schon, wir haben hier den MagSafe Ring dabei und das hält auch bombenfest. Also ja, auf jeden Fall bombenfest. Cooles Teil, gefällt mir besser als erwartet und es trägt auch nicht so auf, weil halt das Smartphone schon an sich super, super dünn ist, auch im gefalteten Zustand. Ja, ich meine, ich bin hier sowas gewohnt, über 300 Gramm, also auch das Gewicht hier ist extrem besser und das ist schon ein Brocken. Ja, so Galaxy Fold 1 Style damals hatte ich ja auch das Teil. Wartig, aber irgendwie fasziniert es mich trotzdem. So, die nächste Hülle ist was, wo ich so in der Art noch nie gesehen hatte. Zumindest ist es mir nie aufgefallen. Und zwar ist es quasi eine Hülle, die so ein bisschen wie so ein Puffer hinten dran hat. Finde ich eigentlich richtig geil. Und ja, das Material hier ist so weich, also wie wenn das so gefüllt wäre. Ihr habt dann hier auch den MagSafe Kickstand im Endeffekt mit dabei. Finde ich auch cool. Könnt ihr natürlich auch dann entsprechend drehen. Das Gerät dann auch aufstellen, wenn ihr es braucht. Ja, also entweder so oder halt dann aufgeklappt. Das geht natürlich dann auch. Ja, so. Also finde ich eigentlich auch eine geile Hülle irgendwie. Ich weiß auch nicht. Hat mir total gefallen und ich muss auch sagen, fühlt sich auch echt gut damit an. Trägt auch nicht so dick auf. Also gefällt mir auch sehr, sehr gut. So, die nächste Hülle hier, die erinnert mich extrem an Retro-Zeiten. Ich weiß auch nicht, ist so eine Kunstlederhülle in braun gehalten, auch mit einem Kickstand. Der ist allerdings dann nur so
aufmachbar und auch nur so nutzbar. Ich schau mal, ob das dann gescheit funktioniert. Also so, verschiedene Winkel. Ja, das geht. Aufgeklappt. Ja, geht so auch. Und so. Na, ja, doch, geht auch, aber müsst ihr halt schon wirklich sehr flach hinstellen. Ne? Das sieht man schon. Und wenn ihr den Bumper mit dran habt, dann steht es auch nicht schief. Was ich aber an der und an der Hülle ganz geil finde, dass die Kamera und hier dieser Kickstand quasi flach ist. Das heißt, es wabbelt nicht mehr, außer hier ganz am Eck vielleicht. Ne, hier vielleicht am Eck, ja, aber das ist ja bei mir immer das Problem am Tisch mit dem Trifold. Absolute Katastrophe. Das habt ihr hier auch, weil die Kameras halt so blöd angeordnet sind, meiner Meinung nach. Und entsprechend wabbelt es halt mit der Hülle nicht. Mal ohne Hülle. So, wir machen ein Wettwabbeln. Nehmen wir mal das Video. Samsung, warum? Warum? Es treibt mich wirklich in den Wahnsinn. Ohne Witz, sorry für den Ausdruck, aber es ist nervig, ehrlich. Und wenn es am Tisch liegt und ich habe dann hier meine MagSafe Aramidhülle beim Trifold dran, dann wabbelt es immer noch. Und es ist super nervig. Und ich habe auch schon Leute gehabt oder Freunde, ich hatte das am Tisch liegen und ich achte da gar nicht mehr so richtig drauf, wenn es nur so leicht ist. Und die haben irgendwann gesagt, was klappert denn da so? Und haben mein Handy umgedreht und haben gesagt, jetzt ist es weg. Und dann drehen die das natürlich aufs Display. Ich habe da zwar eine Folie drauf und so, aber irgendwie, es ist einfach nicht geil. Macht bitte irgendwie die Kamera anders oder macht's hier so top-mäßig hin. Ich denke, aufgefaltet ist es ein Ticken besser, wenn man es so hinlegt. Ja, also zumindest so dann nicht mehr. Aber wenn ihr hier oben tippen wollt, ist immer noch nicht optimal. Es ist irgendwie keine geile Anordnung, finde ich. Persönliche Meinung, viele mögen ja auch das hier nicht. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr denkt. Aber ich mag diese Kameraanordnung einfach nicht. So, und jetzt kommen wir zu einer Hülle, an die habe ich nicht gedacht. Aber ich habe ja einen coolen Zuschauer, der hat es reingeschrieben und der Zuschauer heißt DHS 0489. Und der hat mir die Hülle hier empfohlen. Finde ich irgendwie richtig geil von X-Level Redefine. Das ist auch eine Aramidhülle, so wie ich sie halt bei meinem Trifold nutze. Hauchdünn, super cool und griffig und auch eben bei meinem Vivo X Fold 6, wenn ich nicht das Kamera-Extender-Case drauf habe, also für diese Telelinse. Natürlich auch mit MagSafe und ja, Geschmackssache. Ich mag das nicht so, diesen Hinschutz, aber mal schauen. Machen wir die mal drauf. Ja, und das ist halt für mich vom Griffgefühl immer noch das Geilste, diese Aramidhüllen. Ja, so schaut es dann aus, also echtes Carbon, Aramid-Kunststoffverbund quasi hier im Endeffekt. Und eben auch die Kamera schön mit so einem kleinen Aluminiumrahmen, super edel. Und der Hinschutz, ja, was hier halt leider ein bisschen fehlt, das habe ich dann irgendwann bei meinem Trifold auch nachgerüstet, vor allem wenn man das den Tablet-Modus, also das aufgefaltete Display oft nutzt, ist eben so ein ultra flacher Kickstand. Hier habt ihr es nicht, aber ihr habt dafür eben diesen Hinschutz und der faltet sich dann damit auf. Ich mag es halt immer nicht, weil das Teil, das schiebt sich halt dann wirklich hier über das Display, hier so ein bisschen drüber. Ja, ich mache da eh eine Folie drauf, nicht so dramatisch, aber wenn ihr das Sandkörnchen drauf hättet und ihr würdet es drüber schieben, dann kann es halt sein, dass euer Displayrand hier verkratzt wird. Mag ich halt nicht ganz so. Aber ja, ist Geschmackssache, wie gesagt. Hülle, danke für den Tipp, richtig geil. Ich muss mal gucken, ob man auch dieses Hinge-Teil da wegmachen kann. Ich vermute fast nicht. Sieht aus wie eine Einkerbung. So, ich habe jetzt mal ein bisschen Platz gemacht, damit ihr halt hier seht, wie die Größenunterschiede sind. Und man sieht es ganz extrem. Also ich meine beim Fold 7 Display, das ist hier die Größe vom Fold 7 oder Fold 8 Ultra, da ist es nicht ganz so schlimm. Zum Vivo X Fold 6 in dem Fall. Das Vivo X Fold 6 hat ein bisschen breiteres Display.
Das finde ich eigentlich angenehmer. Also das ist wirklich ein Ticken breiter. Gefällt mir besser wie dieses ganz schmale, was Samsung immer nutzt. Und hier nutzt Samsung halt jetzt wirklich ein super breites Display. Ja? Also Wahnsinn, wie breit es hier ist, muss ich ehrlich sagen. Es lässt sich aber zumindest im ersten Anschein ganz gut halten. Ne? Also wenn ich jetzt hier mal die Tastatur aufmache, genau. Ja, ja, also es waren alle immer super gehypt bisher und ich finde es auch geil. Aber wenn die Tastatur offen ist, also wer kleinere Finger hat, man muss schon echt weit rübergreifen. Also es ist anders als jetzt bei einem normalen Smartphone-Sizing, sage ich mal, eine normale Smartphone-Größe. Ja, natürlich kann man jetzt wieder sagen, ja, pass auf, dann passt doch die Tastatur einfach an. Klar, kann ich machen. Ich gehe in die Einstellungen, Größe und Transparenz in dem Fall. Dann ziehe ich das hier einfach ein bisschen rüber. Ja, nur so als Tipp vorweg. Ja, dann schaut es halt so aus. Doch auch irgendwie. Weiß ich nicht. Ja, ist natürlich dann praktischer, aber ja. Ich denke, es ist auch Gewöhnungssache. Viele nutzen ihr Smartphone ja auch so und schreiben dann quasi so, wie ich früher mit einem BlackBerry geschrieben habe. Ist, denke ich mal, Geschmackssache. Muss man wirklich mal gucken. Das wird sich ja beim Alltagsreview dann noch zeigen. Ansonsten aufgeklappt. Ja, genau. Da haben wir eben dieses neue oder neu für mich nicht ganz so neu 4:3 Format oder 3:4. Und hier haben wir halt fast quadratisch, wenn wir das anschauen. Ja, das ist ein anderes Format. Komplett anders vom Format hier. Und wir drehen es mal so rum. Da seht ihr es mal ein bisschen besser. So, und jetzt kommt natürlich das Überfold, wie ich immer sage. Ja, also, ja, das ist schon hardcore, wenn ich das hier mal drauflege. Es ist ein Riesenunterschied. Aber, wie gesagt, Galaxy Trifold und das Fold 8 haben innen dasselbe Displayformat. Und ich liebe das Format bei meinem Trifold, weil ich es halt einfach auch so halten kann. Ne? So hier, Book-Style. Oder eben, wenn ich es denn mal brauche, Querformat. Dann habe ich halt ein breites Bild. Für manche Websites zum Beispiel ganz cool. Wobei ich bei Websites auch oft so im Hochformat arbeite. Aber ja. Und nicht wundern, man sieht beim Trifold hier die Creases ziemlich stark. Das liegt daran, weil ich eine matte Folie drauf habe. Und wenn ich das in die Kamera jetzt hier mal halte, so ins Licht, dann sieht man die extrem. Sieht man aber, sobald man drauf schaut, gar nicht mehr. Das ist einfach der matten Folie geschuldet. Wenn ich die runter mache, dann ist das auch fast nicht sichtbar. Ich hoffe auch, dass Samsung hier das nochmal verbessert hat. Aber es sieht bisher sehr gut aus, muss ich ehrlich sagen. Also cooles Format. Und wenn man das hier mal anschaut, dann ist das auch echt eine krasse Veränderung so vom Formfaktor her. Also hier das Quadratische, das ist so das, was mir mal nicht so gut gefallen hat, muss man tatsächlich so sagen. Hier dieses Breitformat ist, denke ich mal, im ersten Moment gewöhnungsbedürftig für die Leute, die umsteigen. Für mich vom Trifold wahrscheinlich nicht so. Da liebe ich das Format ja auch schon. Es wird sich nur zeigen, wie gut ich es finde, dass es dann doch so klein ist, in Anführungszeichen. Also mich stört diese Größe vom Trifold nicht. Das ist mir eigentlich egal. Mich stört es auch nicht, dass ich das Ding halt hier einfach zweimal falten muss. Aber also der Gewichtsunterschied ist natürlich heavy, ja, wenn du über 100 Gramm mehr in der Hosentasche hast. Jetzt im direkten Vergleich, das ist brutal. Also, ja. Trotzdem, beides finde ich schöne Geräte. Man sieht hier, die Katzenhaare haften super gut auf dieser Carbon-Rückseite beim Trifold. Und ja, die Fliege findet es auch schon ganz cool. Die ist schon richtig gehypt davon. Für was würdest du dich entscheiden? Noch unsicher? Trifold oder Fold? Ja, okay, sie weiß es nicht. Na gut. So viel dazu. Die Button-Anordnung, muss ich mal gucken. Also der Lautsprecher ist schon echt hoch, finde ich, für das Format. Fürs Format, wenn ich es hier direkt hinhalte, sieht man ja, ist es tatsächlich weiter unten alles. Aber ja, ja, man kommt gut hin. Also sie hätten es tatsächlich einen Ticken vielleicht weiter runter noch machen können.
Aber ansonsten wirklich ein geiles Gerät, muss ich ehrlich sagen. Bin begeistert für den ersten Eindruck. Ich hoffe ihr auch, wenn ihr was dazu sehen wollt, wenn ihr was wissen wollt über das Galaxy Fold 8, ich irgendwas Spezielles noch testen soll für euch oder so, dann schreibt es in die Kommentare. Vergesst ein Abo nicht und ein Like für das Video, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns schon bald im nächsten Video zum Galaxy Z Fold 8. Bis dahin, gute Zeit und ciao.